der unterwürfigsten Dank gilt Allah. Heute treffen wir uns zum Todestag von Imam Al-Abidin, Imam Al Baqir a.s. Ja. Und es ist interessant zu betrachten, die Geschichte von Imam Al Baqir a.s. Und zwar ist es so, dass sein Werdegang sehr interessant zu lesen. Er war, also angefangen, also erster Punkt, ein Wendepunkt in seinem Leben war das, dass er mit 4 Jahren die Schlacht von Karbala miterlebt hat und einiges miterlebt hat an Schwierigkeiten, die seinem Vater begegnet sind. Seine Großtante Sayyidah Zainab hat auch die eine oder andere Geschichte auch von Karbala überliefert. Natürlich auch eine andere oder ein Wendepunkt, als er Jabir al-Ansari gesehen hat. Die Geschichte war doch so, dass der Jabir al-Ansari einen Gruß ihn überbracht hat von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet, der sagt, du wirst einen meiner Nachkommen sehen, er wird mir sehr ähnlich sein, sein Gang, seine Haltung und sogar seine Vorgehensweise. Und damals saß immer, man hat ihn so genannt, Baqir al-Ulum, Baqir al-Ilm, der Durchdringer, der Wissen, das Wissen oder sowas, also so ungefähr das Besitz. Und er saß immer in der Moschee vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina und er sagte immer, O Baqir al-Ilm, O Baqir al-Ilm. Und die Menschen sagten, was ist los? Du bist auch nicht, bist du so, hast du Alzheimer oder sowas? Warum schreist du das immer so? Er sagte, der Prophet er sagte, nein, es ist kein Gedächtnisverlust oder so, oder Realitätsverlust von mir, weil ich so alt bin, sondern es ist ein Gruß vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den ich diesen Mann überbringen muss. Und eines Tages, also nach jahrelanges Warten von Jabir al-Ansari, ging er einmal durch die Gassen von Medina und er sah einen Jungen. Hat sich gewundert. Er sagte zu ihm, komm zu mir. Dann ist dieser kleine Junge zu ihm gekommen. Er sagt, geh mal bitte weg. Ich will deinen Gang sehen. Er hat auch seinen Gang gesehen. Und er fragte ihn, ja, wie heißt du? Und er sagte ihm, ich bin der Sohn, also ich bin Muhammad, der Sohn von Ali, der Enkelsohn von Hussein, der Sohn von Ali ibn Abi Talib, der Hashemit, Hashim al-Alawi. Auf jeden Fall, er sagt, du bist es. Wallah, dein Gang erinnert mich an den Propheten. Seine Aussprache, deine Haltung. Ich überbringe dir Gruß von deinem Großvater. Er sagt zu mir, du wirst einen meiner Nachkommen sehen und wenn du ihn siehst, richte ihn einen Gruß von mir. Und Imam Al Baqir a.s. war etwas durcheinander, ist dann wieder so nach Hause gegangen und er hat diese Situation, also das habe ich im Kaffee gelesen, hatte diese Situation Imam Al-Abidin erzählt und er sagte, mein Sohn, geh nicht raus, bitte. Weil damalige Situation war auch ein bisschen schwierig, besonders zur Zeit der Amoriten.
Und er sagte, bitte geh nicht raus. Erstmal sagen nicht die Menschen, dass du, oder zeig dich nicht mehr in der Öffentlichkeit. So ungefähr war das. Weil Imam Zayn al-Abidin a.s., Imam Ali ibn al-Hussein, der hat Befürchtung gehabt, dass sein Sohn was Schlechtes widerfährt, dass er vielleicht umgebracht wird und so weiter und so fort. Dies wird auch trotzdem geschehen, aber halt ist es jetzt eine Schutzmaßnahme, die Imam Zayn al-Abidin begeht. Und nachdem Jabir al-Ansari dies mitbekommen hat, ist er dann immer zu Imam Al Baqir a.s. nach Hause gegangen und hat sich von Imam Baqir unterrichten lassen. Die Menschen, also damals die Menschen in der Medina, haben gedacht, dass er umgekehrt ist, dass Jabir Imam Baqir a.s. unterrichtet, weil er halt ein großer Mann ist, der hat den Propheten gesehen und vieles von ihm gelernt und gehört und so weiter und so fort. Und dann hat man gedacht, dass Jabir al-Ansari, er ist derjenige, der Imam Baqir a.s. unterrichtet. Da haben sie gesagt, was machst du? Normalerweise, du bist der Lehrer, er ist der Schüler und der Schüler muss zu dir kommen, nicht du zu ihm. Und hier, Imam Baqir a.s. wollte halt das Gesicht von Jabir al-Ansari, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, wollte, dass er sein Gesicht bewahrt. Und aus Respekt für sein hohes Alter und weil er den Propheten gesehen hat, dann war das so, dass Imam Baqir a.s. zu Jabir ibn Abdullah al-Ansari gegangen ist, um ihn zu unterrichten. Warum hat man eigentlich Imam Al-Baqir al-Baqir genannt? Damalige Zeit leider war das so, dass viele der Hadith-Überlieferer oder die Hadith-Wissenschaftler waren das so, dass sie nur den Koran und die Überlieferung nur oberflächlich betrachtet haben. Sie haben das nicht so tiefgründig betrachtet wie Ahlul Bayt a.s. Einmal kam ein Mann zu Imam Al Baqir a.s. und sagte, ich will dir ein Hadith überliefern, den ich von Ka'b al-Ahbar gehört habe. Ka'b al-Ahbar hat leider Gottes viele Problematiken, viele jüdische und christliche Ansichten in den Islam reingebracht. Mit Absicht, ohne Absicht, aber auf jeden Fall hat eine Katastrophe veranstaltet, ein Riesenproblem, ein ideologisches Problem für die Muslime dargestellt. Und diese Überlieferung ging so, angeblich sagte der Prophet, dass Kaaba, Baitullah al-Haram, in Früh und in der Nacht immer sich vor Baitul Maqdis sich niederkniet. Und dann Imam Baqir a.s. sagte zu ihm, und glaubst du an das, was Ka'b al-Ahbar sagt? Er sagte ja. Dann sagte er, Allah. Er sagt, man hat niemals den Imam dieses Wort sagen hören. Er sagte, du, Kadhib, also du und Ka'b al-Ahbar seid Lügner. Der Prophet hat das niemals gesagt. Er sagte, also der Prophet stand vor den heiligen Kaaba und er sagte, Allah hat nichts, du bist der liebste Gebäude, die jemals für ihn errichtet worden ist. Aber weißt du, wer mehr als du geschätzt wird? Also hat so mit den Kaaba gesprochen, damit auch seine Anhänger ihn hören. Und er sagte, den Gläubigen. Ein Gläubiger ist höher geschätzt als die Kaaba.
ein Mann, also ein Hadith-Überlieferer, damals von den sunnitischen Gelehrten. Er hieß Abdullah ibn Ata al-Makki. Er überlieferte, er sagte, also das ist natürlich schön, wenn man auch gewisse Sachen auch von der Gegenseite über die eigene Imame zu hören. Es ist nicht für den eigenen Glauben zu bestätigen, für uns selbst, weil unsere Quellen überliefern das, was in den anderen Büchern überliefert wird über die Imame, ist wirklich nur nicht mal ein Zehntel, was in unseren eigenen Büchern über die Imame überliefert bekommen. Was wir davon haben eigentlich, um solche Aussagen darzustellen, ist erstens, um die Gegenseite einen Gegenbeweis zu bringen aus eigenen Quellen, und zweitens, um zu zeigen, wie anerkannt unsere Imame sind. Auf jeden Fall, dieser Abdullah ibn Ata al-Makki sagt, Wallah, ich habe niemals so hohe Gelehrte gesehen, wie sie klein beigeben vor niemand so klein beigeben wie vor Muhammad, also wie Muhammad Abi Ja'far al-Baqir. Er sagt, ich habe niemals sowas erlebt. Sogar Al-Dhahabi ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er wirklich etwas zu extrem ist. Es gibt auch viele seiner Schüler bestätigen das. Und als er den Imam Baqir a.s. wie Ja'far erwähnt, er sagt, er war ein Imam und sogar wäre in der Lage, ein Kalifat an sich zu nehmen. Aber, ich weiß nicht, Al-Dhahabi hat immer so komische Ansichten. Also wenn man liest zum Beispiel Sirat Alam al-Nubala von Al-Dhahabi und manche positiven Eigenschaften oder die guten Eigenschaften für Sayyida Fatima al-Zahra, hat er immer eine negative Einstellung. Er sagt, entweder ist daif, ist schwach überliefert, oder versucht es irgendwie anders zu interpretieren, also das was anderes darzustellen. Also meistens, also das, was ich gesehen habe und gelesen habe, ist so, versucht immer Sayyida Fatima al-Zahra also ihren Wert nicht so, damit ihr Wert nicht so hoch ist, damit immer so. Auf jeden Fall sagt dieser Abdullah bin Ata al-Makki sagt, die größten Gelehrten, wenn sie vor Muhammad al-Baqir sitzen, Muhammad al-Baqir und Abi Ja'far Muhammad al-Baqir sitzen, sind so wie kleine Jungs, die vor einem Lehrer sitzen. Und überliefert sehr, sehr viele Situationen, in denen andere Gelehrte mit Imam Baqir a.s. eine Art Diskussion geführt haben und er sie so in die Enge gedrängt hat, dass sie nicht in der Lage sind, ihn zu entfliehen, nicht irgendwelche Aussagen zu machen können, indem sie zum Beispiel ihren Glauben bestätigen können oder so, sondern er hat sie immer tadellos niedergemacht, aber natürlich sachlich. Ein Mann kam, er fragte ihn, über Al-Mut'a, der hieß Qatada ibn Dam al-Basri. Auf jeden Fall, er sagte, bist du Qatada, der aus Al-Basra, also der Faqih, also der Gelehrte von Al-Basra, die Basriten, bist du das? Er sagte, ja. Und er sagte, ich habe, Qatada, er sagt, ich habe ein paar Fragen an dich. Aber er sagte, mein Herz, der zittert, ich weiß nicht warum. Und er sagte zu ihm, weißt du warum? Er sagte, warum? Er sagte, du bist in Häuser
also er hat eine Ayah zitiert, gewisse Häuser, die Allah erlaubt hat, sich zu erheben. Er sagte wahrlich, eure Häuser sind nicht aus Stein und Ton gebaut. Auf jeden Fall hat er mit ihm diskutiert und dann am Ende sagte Allah, in euren Körper oder in deiner Brust oder in eurer Brust ist so, dass wirklich dort die Gärten des Wissens sind. Dort blüht das Wissen. Auf jeden Fall, oder zum Beispiel Muhammad Al-Laythi. Muhammad Al-Laythi hat mit ihm über den Kurzzeit-Ehe diskutiert. Er sagte, ja, ihr behauptet, die Imamiten, dass es erlaubt ist. Sagte ja, weil die Überlieferungen sind eindeutig. Der Prophet hat das getan, die Sahabe haben das getan. Und dann kommt immer diese berühmte Aussage. Würdest du deiner Tochter eine Kurzzeit-Ehe geben? Er sagte zu ihm eine Gegenfrage. Erstens, nicht alles, was halal ist es erlaubt oder ist es Pflicht, es zu tun. Es gibt manchmal Sachen, die von der Stellung her nicht erlauben, dass man dies tut, weil gewissermaßen die Gesellschaft, bei denen ist es etwas verpönt, dass man in so eine hohe Position, jemand in so hohe Stellung, diese Sachen gleichermaßen mit dem allgemeinen Volk macht. Um diese Beispiele zu verdeutlichen, stell dir mal vor, zum Beispiel eine der Gelehrten, unsere Gelehrten, schiitische Gelehrten, ich fahre Fahrrad, steige in den Bus, was weiß ich, setze dich an den PC, was auch immer, ich gucke Fernsehen. Stell dir mal vor, jemand, wie zum Beispiel Sayyid Sistani, Sayyid Ali Khamenei, Sayyid Al-Khuwi Rahmatullah alayhi, Imam Khomeini und so weiter. Wenn sie diese Dinge genauso wie ich tun würden, würdest du die nicht, ist das nicht dann verpönt im Auge der Allgemeinheit? Wenn er Fahrrad fährt oder geht in ein Schwimmbad oder was weiß ich, setzt sich vom Fernseher oder setzt sich am PC und schreibt was in Facebook oder so. Weil wir sagen, die haben andere Möglichkeiten, die haben andere Pflichten, die sie erfüllen müssen. Und fragte ihn, stell dir mal vor, weil damals leider Gottes die Araber von der Schichten her haben die das so betrachtet, dass jemand, wenn zum Beispiel einer, der jetzt Müllabfuhr gemacht hat oder hat was zusammengestellt oder so, war für die das so niedrige Ränge. Und dann sagte der Imam zu diesem Mann, er sagte, stell dir mal vor, ein Weber aus Yathrib, also aus Medina, zu dir kommen würde, ein Weber, und er würde um die Hand deiner Tochter bitten. Und er ist ein gläubiger Mensch, weil der Imam weiß, wie solche Leute denken. Und sagt, würdest du ihn geben, an deine Tochter geben? Sagt er nein. Sagt er, aber es ist halal. Und er sagt, und nichts anderes. Und nichts anderes. Es gibt auch manche Dinge, die erlaubt sind, aber in gewissermaßen, wenn sie, wir sagen im Fiqh, wenn sie durch einen anderen Blickwinkel dazu eine hohe Position, ein Mensch mit hoher Position, religiös oder weltlich oder was auch immer, wenn er dies tut, ist zu verboten, also dass das zu verpönt wird. Dann wird diese Sache dann nicht mehr erlaubt, dann verfällt sie ihm gegenüber, also es ist dann ihm nicht mehr erlaubt, dies zu tun. Ich könnte zum Beispiel den Beispiel mit Takbir nehmen. In unseren Ländern ist es sogar mustahab. Leute,
Aber wenn man das hier vielleicht in Deutschland macht, und das bringt die Gesellschaft dazu, dass die Muslime mit anderen Augen sehen, dann kommt es dazu, dass verboten wird, obwohl es erlaubt ist von Gelehrten, von vielen Gelehrten. Imam Al Baqir a.s. hat die Menschen so weit gebracht, hat so weit mit ihnen diskutiert. Es gibt noch viele Situationen, die ich hier erzählen kann. Habe ich heute einen Kaffee aufgemacht, um die Begebenheit oder die Geschichten oder die Situation mit Imam Al Baqir a.s. gesehen. Es sind so viele Situationen. Wir haben so viele Fiqh und so viele Grundlagen für Islamwissenschaft von Imam Al Baqir a.s. überliefert bekommen, dass er als erstes, oder eigentlich von der Situation, die ihn erlaubt hat, sich in die Hadithe, in die Versen, Koranversen, sich zu vertiefen und sie besser zu erklären. Und manchmal sachliche Grundlagen aufzustellen, wie man gewisse Sachen sehen muss. Das ist natürlich einerseits so Wissen von Imam Al Baqir a.s., von seiner Frommheit, kann ich auch einiges erzählen. Und zwar, der Imam besaß ja viele Gärten, viele Ackerland und so weiter, dem er selbst mit seinen Dienern drin gearbeitet hat. Und damals hat die Sufi-Bewegung damals ihren Anfängen gehabt. Und damals war derjenige, der Tasawwuf gemacht hat, war das so, dass er sich irgendwo in eine Ecke gesetzt hat und nur Tag und Nacht gebetet und die Menschen um was zu essen gefragt, damit er was isst. Das heißt, er hat so als Schmarotzer gelebt. Auf jeden Fall sah er Imam Al Baqir a.s. in seiner Arbeitskleidung, wo er müde war, hat sich noch an einen oder den einen oder anderen Diener angelehnt, um dann dabei nach Hause zu gehen. Und der Mann sagte, okay, diesen Sheikh, also diesen Hohen aus den Qaraschiten, werde ich eine Rüge erteilen. Er geht um diese Uhrzeit, um Dunya, also um weltliche Belange nachzugehen. Und als er sagte, dem muss ich ein paar Wörter ins Gewissen reden. Und er sagte zu ihm, schämst du dich nicht, dich so weltliche Belange anzueignen, um dein Geld zu vermehren? Und er sagte, der Imam antwortete ihm, er sagte, Wallah, wenn ich so vor meinem Schöpfer trete, wird mich Allah als Märtyrer zählen, weil ich für meine Familie dabei war, was Essen zu verdienen und zu besorgen. Besser als auf die Schulter anderer zu leben oder zu sitzen und von ihnen gefüttert zu werden. Und er sagte, es ist eigenartig, ja Sheikh, oh mein Herr, so ungefähr. Ich wollte dich rügen und du hast mich gerügt für mein Verhalten. Natürlich auch viele, die Schiiten haben auch besonders eine hohe, natürlich bei jedem Imam, aber der hat für sie immer ein offenes Ohr gehabt. Der hat immer sie versorgt, der hat immer ihnen geholfen. Einmal kam ein Mann zu Imam Al Baqir a.s., die waren in einer Sitzung, eine Feier, eine Geburtstagsfeier von einem, ich glaube von Sayyidat und Zahra oder so. Auf jeden Fall, der Hadith sagt, eine Geburtstagsfeier von einem der Ma'sumin. Und da kam also ein älterer Mann, der sagte zu Imam Al Baqir a.s., oh Herr, lass mich bei dir sitzen. Ich will mich an deine Seite sitzen. Ich will an deiner Seite sitzen. Und er sagte, natürlich, ja Sheikh, was willst du? Er sagte, ich will dir was sagen. Wallah, ich liebe dich.
und ich liebe deinen Vater. Und ich bezeuge eure Führerschaft, deine Führerschaft und die Führerschaft von deinem Vater und von deinem Großvater. Und ich lehne eure Feinde ab und ich hasse sie und ich lehne sie ab und verfluche sie. Da sagte, komm, setz dich neben mir. Sagte, wenn du dies wahrlich tust, du wirst in ein paar Tagen dein Herr begegnen. Also Allah wird sterben. Und er sagte zu ihnen, und du wirst im Paradies mit Ali ibn Abi Talib sein, mit Sayyida Fatima al-Zahra, mit Al-Hassan, mit Al-Hussein und mit Ali ibn al-Hussein. Da sagte der Mann, weinte und lag sich auf dem Boden. Der Imam hat dann seine Tränen gewischt. Und er sagte, freu dich, sind noch ein paar Tage und du wirst deine Lieblinge sehen. Und warum wirklich, nach mehreren Tagen starb der Mann. Und natürlich ist inshallah jetzt dabei Imam Ali a.s. und Ahlul Bayt. Natürlich, Imam Al Baqir a.s. Zum Beispiel wirtschaftlich jetzt auch, das sollte man auch erwähnen. Dies überliefert Al-Bayhaqi in seinem Buch Al-Mahasin wal-Masawi. Als diese Probleme gab mit Abd al-Malik ibn Marwan und den römischen Herrscher über die Zahlungsmittel. Er überliefert, er sagte, was mache ich denn? Weil also der römische Kaiser wollte so machen, dass er islamfeindliche Symbole oder Schriften auf die Währung prägen lassen. Weil damals haben die auch, bis zu diesem Zeitpunkt, haben sie immer die römische Währung benutzt. Und er wusste keinen Ausweg. Und einer neben ihm saß und sagte, weißt du, wenn du mir die Sicherheit gibst, dass du das jetzt, was ich sage, dass du mir, guck mal, dass ich nicht mein Leben dafür verliere. Sagt, du hast die Sicherheit, gib mir die Lösung. Sagt, ich weiß, du hast Probleme mit diesem Haus, Angehörige dieses Hauses. Aber keiner kann dir helfen, nur Abu Ja'far al-Baqir. Muhammad al-Baqir, der ist der Einzige, der dir helfen kann. Das überliefert Al-Bayhaqi in seinem Mahasin al-Masawi. Und er schickte jemanden zu ihm, Imam Al Baqir a.s., gab ihm eine Art Guss, die Gussformen für die Prägung, für die Islam, also die islamische Währung. Bis dahin ist erst die islamische Währung entstanden, was er drauf schreiben soll und wie sie aussehen soll und was für ein Gewicht sie haben muss und wie groß und wie dicht und so weiter. Ihr wisst ja, und er hat innerhalb von einer Woche, 10 Tage, ein Problem gelöst, die islamische Wirtschaftssystem gerettet hat. Stell dir mal vor, die Muslime benutzen eine Währung, in dem es Sätze steht oder drauf Sätze geprägt sind, die den Propheten beleidigen. Natürlich, das zeigt auch seine Genialität, weil er hat ja gesehen mit den Euro-Einführungen, ich glaube, die haben 10 Jahre gebraucht, um eine Währung zusammenzustellen, um sie so zu gestalten, dass der Verbraucher sie auch annimmt und dass er sie nicht ablehnt, dass sie auch dementsprechend sich auf den Markt gut verkauft und was weiß ich und viele Studien und dann eine Einführungsphase und was weiß ich, hat ja auch bestimmt der eine oder andere hat ja miterlebt, was das für ein Theater das war. Auf jeden Fall, derjenige, der Imam Al Baqir a.s. umgebracht hat, war Hisham ibn Abd al-Malik ibn Marwan. Da haben die immer damals, ja, aus Neid, weil die immer mehr und mehr eine hohe Stellung bekommen haben, die Imame besonders allgemein,
Und so, dass sie viele Studenten gehabt haben. Eine dieser Studenten war Al-Hakam ibn Utayba. Al-Hakam ibn Utayba ist bei den sunnitischen Gelehrten war das so. Das ist so wie der Herr der Ijma'. Wenn sie sich in einem Rechtsausspruch gestritten haben, haben sie gesehen, was dieser Al-Hakam ibn Utayba gesagt hat. Wenn seine Meinung irgendwas von anderen Meinungen bestätigt hat, hat man die Meinung genommen, die Meinung, oder was gesagt, die Meinung von dieser Al-Hakam bestätigt wird. Und wisst ihr, was auch diese Abdullah al-Makki überliefert? Er sagt, Wallah, dieser Mann sitzt vor Imam Al Baqir a.s. wie ein Vogel, der vor einem Jäger flüchtet. Konnte nicht vor ihm standhalten. Das ist auf jeden Fall, Hassanen hat Imam Muhammad Al Baqir aus Neid vergiftet, um seine Bewegung, seine Beliebtheit einzudämmen. Aber hey hart, also niemals schaffen die das. Und bis heute, 1400 Jahre, wird ein Imam Al Baqir a.s. erwähnt und seine Wissenschaft und sogar nicht nur in Büchern der Schiiten, sondern auch Bücher, auch andere. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, also wir fragen Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir auch so den Weg von Imam Al Baqir a.s. annehmen, uns mehr Wissen aneignen, um Ahlul Bayt zu unterstützen und ihren Wissen zu verbreiten und einen Nutzen für diese Gesellschaft, die Gesellschaft von Muhammad wa Muhammad, und wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns am jüngsten Tag uns mit Muhammad wa Muhammad ins Paradies einladet. Und inshallah, dass wir auch von ihrer Schia gezählt werden in diesem Dasein und am jüngsten Gericht. Und ich danke euch für das Zuhören und inshallah, wir beenden diese Ansprache mit der Surat al-Fatiha. Vorher machen wir Salat ala Muhammad wa ala Muhammad.